Following unforeseen technical challenges and bureaucratic hurdles, Europe's largest 3D printed building was completed with some delay and received its first tenant during a ceremony in southern Germany on Tuesday. The 55-metre long, 11-metre wide and 9-metre high building in Heidelberg is to house a computer centre, and according to its developer, it will likely not be the last such project for his company, despite some setbacks. Hans-Jörg Kraus of Kraus Group told Reuters Television the original plan was to print and put up a building in 140 hours, but in fact the actual construction took about a week longer. Before the building's completion and the key handing over ceremony, 10 months passed, said Kraus. Ja, wir haben ursprünglich geplant gehabt, 140 Stunden zu drucken und am Bau dauert es also ein bisschen länger. Es waren dann 170 Stunden. Wenn Sie das zusammenrechnen, ist es vielleicht eine Woche. Aber wir stehen jetzt nach 10 Monaten erst da und machen die Schlüsselübergabe. Das liegt einfach daran, dass viele Nebenarbeiten gemacht werden mussten. Wir haben ja konventionell die Bodenplatte gemacht und das Dach gemacht. Aber auch Herausforderungen durch die Innovation. Womit vorher keiner rechnen konnte, aber uns klar war, solche Dinge wird es geben. So haben wir zum Beispiel durch die Wellenform des Gebäudes gemerkt, dass die Anschlüsse am Dach was ganz Neues sind. Und das haben wir lösen müssen. Das hat Wochen gedauert. Es ist schon fast ein Gag, wenn man sich überlegt, an dem Gebäude gibt es 2 Türen, aber wir haben Wochen gebraucht, bis wir es gelöst haben, weil alle Standardtüren, die man so kriegt, die wir vorzeitig natürlich nicht bestellt haben, sind auf nur einen ganz speziellen Beton zugelassen. Kraus's next 3D project is 3 times the size of the Heidelberg Computer Centre, but he said that he could not yet reveal details as the public administration was involved.